Hallo liebe Zuschauer und noch einmal willkommen zu dem heutigen Video. Das Thema von heute lautet Umkehraufgaben. Umkehraufgaben sind ein sehr wichtiges Thema. Und warum? Weil sie helfen, die mathematischen Grundoperationen, sozusagen die Grundrechenarten, besser zu verstehen. Sie verbessert auch unsere Fähigkeit, Aufgaben zu lösen. Dieses Tutorial beginnt dann mit einer Anleitung, gefolgt von 2 klassischen Beispielen und endet mit einer kleinen Übung. Durch die Übung werden wir lernen, wie man Umkehraufgabe löst. Wenn das klar ist, dann machen wir weiter nach dem Jingle. Um sicher und effizient mit mathematischen Operationen umzugehen, muss man Umkehraufgaben verstehen und in der Lage sein, sie zu lösen. Wenn Sie das Video zu den mathematischen Grundoperationen, anders gesagt Grundrechenarten, verpasst haben, empfehle ich Ihnen es anzuschauen. Der Link dafür habe ich hier oben angelegt. Draufklicken und Sie gelangen zum Video. Bei der Umkehraufgabe geht es darum, eine mathematische Aufgabe umzukehren oder sozusagen in die entgegengesetzte Richtung zu lösen. Um diese Definition besser zu verstehen, springen wir dann zu den klassischen Beispielen. Beispiel 1. Gegeben sei die Additionaufgabe wie viel plus 16 gleich 37. Unsere Aufgabe hier ist dann die Zahl im Kästchen zu finden. Wie geht man dann vor? Wir verwenden dafür einen Zahlenstrahl und auf den Zahlenstrahl legen wir dann die Zahlen der Additionaufgabe auf. Ich zeichne meinen Zahlenstrahl. Hier haben wir dann die Pfeilrichtung. Das entspricht auch die positive Richtung. In die Pfeilrichtung werden die Zahlen immer und immer größer. Jetzt müssen wir dann unsere Additionaufgabe richtig interpretieren. Dafür lege ich meine Zahl im Kästchen auf dem Zahlenstrahl. Die Interpretation der Aufgabe ist dann, wenn ich 16 zu meiner Zahl im Kästchen addiere, dann erhalte ich 37. Das heißt, 37 ist dann die Summe aus 2 Summanden, hier 16 und meine Zahl im Kästchen. 37 ist dann die größte Zahl. Keine Zahl mehr steht hinter 37. Ich lege dann 37 auf meinen Zahlenstrahl. Laut der Interpretation soll ich zu meiner Zahl im Kästchen 16 hinzufügen oder addieren. Und 37 finden. Und bei der Umkehraufgabe wissen wir dann, wir die Aufgabe dann in entgegengesetzte Richtung lösen sollen. Die entgegengesetzte Richtung ist einfach mal die negative Richtung. Das heißt, wir müssen von 37 16 abziehen. Die Umkehraufgabe wäre in diesem Fall 37 minus 16 gleich. Ich mache mir hier eine Nebenrechnung Höhle, wo ich kann dann diese Umkehraufgabe besser rechnen. 37 minus 16 gleich 7 minus 6 findet man 1. 3 minus 1 findet man 2. Die Umkehraufgabe 37 minus 16 ergibt dann 21. Und meine Zahl im Kästchen wäre dann 21. Und die Lösung 21 plus 16 ergibt 37. Was stellen wir hier fest? Um die Zahl im Kästchen dann zu finden, bei dieser Additionaufgabe
haben wir dann die Subtraktion 37 minus 16 gleich 21 ausgeführt. Das heißt, als Fazit können wir sagen, dass die Subtraktion geht dann die Addition um. Springen wir zu dem Beispiel 2. Gegeben sei die Multiplikationaufgabe, wie viel mal 6 gleich 42. Analog zu dem Beispiel 1 zeichnen wir dann unsere Zahlenstrahl. Auf den Zahlenstrahl legen wir die Zahlen der Multiplikationaufgabe, wie viel mal 6 gleich 42. Ich lege dann auf den Zahlenstrahl meine Zahl im Kästchen. Ich lege dann meine Produkt 42. Die Vorgehensweise ist hier analog zu dem Beispiel 1. Wenn man meine Zahl im Kästchen mit 6 multipliziere, dann erhalte ich 42. Das heißt, in die entgegengesetzte Richtung für die Umkehraufgabe müssen wir dann 42 durch 6 dividieren, um meine Zahl im Kästchen zu finden. Meine Umkehraufgabe wäre dann in diesem Fall 42 geteilt durch 6. Meine Nebenrechnung mache ich das hier. 42 geteilt durch 6 findet man 7. 7 mal 6 findet man 42. 42 minus 42 ergibt man 0. Die Umkehraufgabe 42 geteilt durch 6 ergibt dann 7. Und die Lösung der Multiplikationaufgabe wäre dann 7 mal 6 gleich 42. Wir merken bei diesem Beispiel, dass die Division kehrt die Multiplikation um. Zusammenfassung. Zeichnen wir dann eine kleine Tabelle. Bei einer Additionaufgabe haben wir als Umkehraufgabe eine Subtraktionaufgabe. Bei einer Subtraktionaufgabe haben wir als Umkehraufgabe eine Additionaufgabe. Bei einer Multiplikationaufgabe haben wir als Umkehraufgabe eine Division. Bei einer Division haben wir als Umkehraufgabe eine Multiplikation. Und somit springen wir dann direkt zu der Übung. Ich habe für euch 2 kleine Übungen vorbereitet. Dadurch werden wir dann lernen die Vorgehensweise, wie man Umkehraufgabe besser löst. Und die Übung ist dann, welche Zahl passt an die Stelle des Kästchens? Rechne die Umkehraufgabe. Zu A. Wie viel plus 234 gleich 334. Der erste Schritt ist einfach mal die Operation der gestellten Aufgabe zu identifizieren. Und das ist in diesem Fall die Addition. Ich habe mit der Addition hier zu tun. Der zweite Schritt ist dann, die Umkehraufgabe zu finden. Bei einer Additionaufgabe, wir haben gesehen, dass die Umkehraufgabe eine Subtraktion wäre. Und der dritte Schritt wäre dann, die Umkehraufgabe zu berechnen. Umkehraufgabe wäre dann 334 minus 234. Ich mache mir meine Nebenrechnung höher. 334 minus 234. 4 minus 4 finden wir 0. 3 minus 3 finden wir auch 0. 3 minus 2 finden wir 1. Die Umkehraufgabe 334 minus 234 ergibt dann 100. Die Lösung der Aufgabe ist dann 100
meine Zahl im Köchen, plus 234 gleich 334. Zu B. Wie viel mal 3 gleich 87? Der erste Schritt hier wäre dann die Operation der gestellten Aufgabe zu identifizieren. Wir haben hier den Malpunkt. Der Malpunkt ist der mathematische Operator der Multiplikation. Der zweite Schritt ist die Umkehraufgabe zu finden. Bei einer Multiplikationsaufgabe haben wir dann die Division als Umkehraufgabe. Und der dritte Schritt wäre dann, die Umkehraufgabe zu berechnen. Die Umkehraufgabe mit U hier definiert ist dann 87 geteilt durch 3 gleich, ich mache mal hier meine Nebenrechnung höher, 87 geteilt durch 3 ergibt dann 8 geteilt durch 3, finden wir 2. 2 mal 3 sind 6. 8 minus 6 sind 2, ist 2. 7 kommt unten, dann habe ich 27. 27 geteilt durch 3, finden man dann 9. 9 mal 3 finden wir dann 27. 27 minus 27 findet man 0. Die Antwort der Umkehraufgabe in diesem Fall ist dann 29. Und die Lösung unserer Multiplikationsaufgabe ist dann 29, meine Zahl im Köchen, mal 3 gleich 87. Damit sind wir zu Ende des Videos angekommen. Wenn das Video Ihnen gefallen hat, dann abonniere den Kanal und vergessen Sie nicht, die Glocke zu aktivieren. Bei Fragen schreiben Sie in den Kommentaren oder lassen Sie mir Ihre Nachricht zukommen. Meine E-Mail finden Sie in der Videobeschreibung. Das war alles für heute. Bis zum nächsten Video. Tschüss.